Apple entwickelt ein Augmented Reality Headset. Das ist die aktuelle Gerüchtelage. Aber was ist da eigentlich so an der einen oder anderen Leak-Information tatsächlich dran? Dazu heute ein Talk mit meinem Kollegen Thomas. Wir beide haben eine Tasse Tee und wir sprechen über ein paar echte Fakten und Details im Hintergrund. Los geht's. Hallo, vielen Dank, dass du dich aus dem fernen Süden von Deutschland dazugeschaltet hast. Hallo. Wie die ganze Firma eben so alle remote sitzt, haben wir das eben uns auch so eingerichtet. Erstes Stichwort ist, was wir auf dem Zettel haben, ist, glaube ich, dieses berühmte Reality OS, das große, ominöse neue Betriebssystem und die AR-Brille von Apple. Da gibt es ja momentan gerade auch auf verschiedenen deutschen Online-Medien alter Wein in neuen Schläuchen, glaube ich, das Stichwort. Ja, dass es etwas gibt, was Reality OS heißt und kurz ROS auch genannt wird, das wissen wir schon länger. Das ist jetzt nochmal hochgekocht, weil Apple eines ihrer schon seit Jahren gepflegten Open-Source-Projekte da einen neuen Stand ins Internet gepostet hat. Und dabei ist ihnen ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Sie haben nämlich ein paar Zeilen drin gelassen, die sie lieber nicht ausgeplaudert hätten. Da fiel auf, wieder der Name Reality OS und dann sind natürlich die Tech-Journalisten sofort aufgesprungen. Ah ja, das ist doch dieses ominöse Ding und so. Das bestätigt das doch jetzt. Es muss ja bald dann mal kommen, ne? Obwohl schon seit Jahren in der Mache ist. Die brauchen ja immer sehr lange. Aber das Interessante hierbei ist nicht nur, dass es Reality OS gibt, sondern was ich viel interessanter finde, ist, was da eigentlich steht. Otto, man muss jetzt mal in die echten Quellenangaben hineinschauen. Genau. Zur Quellenangabe, wenn man möchte. Genau. Und jemand, der Programmiersprache kennt, das ist jetzt C-Code oder aus dem C++-Code, der kann daraus lesen, ja, es gibt eine neue Betriebssystem-Sorte, das heißt dann Reality OS. Aber das Interessante hierbei ist, diese Programme, die dafür gebaut sind, laufen dann auch auf dem iPhone und im iPhone-Simulator, wenn man Programme dafür baut. Das heißt also, ja, es gibt ein High-Resolution-Headset, aber die Apps, die dafür entwickelt werden, laufen dann auch auf iPhones. Und dann fragt man sich, macht das überhaupt Sinn? Genau, weil wir wissen ja alle, auf dem Handy, da haben wir alle ein Display, auf dem wir rumtatschen können. Und auf meinem eigenen Brille innen drin möchte ich ja nicht touchen. Jetzt kommen wir zunächst gesehen zur nächsten Information der Gerüchtelage. Dieses Gerücht wird noch stärker, wenn man sich mal anschaut, was jetzt gerade in der Beta-Version vom aktuellen iPhone-Betriebssystem drin ist. Und da kann man in den Einstellungen vom Browser, vom Safari-Browser, kann man sagen, ja, ich möchte gerne so experimentelle Features auch nutzen. Da gibt es ein paar interessante Sachen. Die ganze Google-Gemeinde und Android sagen, oh, Apple bremst uns aus, weil wir wollen ja eigentlich alle gerne die neue schöne Zukunft WebXR machen. Und siehe da, Apple baut es ein. Und zwar gleich volle Pulle. Also da steht dann drin, dass man mit externen Bluetooth-Controllers arbeiten kann. Da steht drin, dass man auch über Handgesten arbeiten kann, was natürlich sehr viel Sinn macht mit einem Headset. Und es gibt diesen XR Augmented Reality Module. Und dieses Device API ist praktisch das Fundament, also das dann mit WebXR überhaupt funktioniert. Das ist ein Zeichen dafür, dass es in Richtung iPhone kommt. Aber das macht ja nur Sinn, also bisher, okay, AR im Browser, ja, das macht Sinn. Aber das mit den Gamepads und Handeingabe, das macht nur Sinn, wenn man das Handy auch in ein Headset einbaut. Weil wenn man das Handy in der Hand hält, kann man ja schließlich sonst nicht Genau. Gestensteuerung machen.
Ja. Und da kommt dann ins Spiel, dass es vor Jahren schon mal ein Gerücht gab, was auch sehr interessant war, als sie iOS 13.1 kurz vor der Vorstellung von iOS 14 herausgegeben haben. Da gab es kurzzeitig mal eine Version, die war gedacht für Apple-interne Entwickler, also der Goldmaster von der 13.1. Und da ist dann geleakt worden, oh, da gibt es diesen Stereo-AR-Mode, auch kurz Starboard genannt. Weil Gott, es was für gibt, ein schöner Name, ja. Hm? also es gibt ein Blabla-Board, das Ja, ist da der interne Name für den Homescreen von iPhones und iPads, also da, wo man die ganzen Apps starten kann. mhm. Ähm, und dieses Starboard ist dasselbe in AR, dasselbe mit einem Headset. Ich würde sagen, das ist zu gesehen, ja, mein Homescreen in Augmented Reality in der Genau. Zukunft. Das, was Ja, ich am ja, Desktop habe, von meinem Laptop hier oder auf meinem iPhone, mit dem ich das gerade als Zweitkamera filme. Ja, und dann eben in Zukunft in meinem Display vor der Nase oder eben auch auf dem iPhone. ja, ja. Also das ist dann auf dem iPhone. Dann schaltet das iPhone um von Handmodus in Quermodus mit einem Bild links fürs linke Auge, einem Bild rechts fürs rechte Auge. Also so wie man es vom Google Cardboard her kannte. Genau, also das kann vielleicht Dann der eine kommt oder andere das, noch dran erinnern. So sahen diese Dinger dann aus. An dem Handy, da haben wir uns vor Jahren angefangen, darüber aufzuregen. Früher wurden die Handys immer flacher, flacher und flacher. Und dann waren sie am Ende so flach, dass die Kameramodule mit einmal wieder so rausragten. Und da gibt es jetzt verschiedene Gründe, warum man das macht. Thomas. ja, der eine Grund ist, dass die Linsen ein bisschen weiter herausstehen sollen, damit da noch eine kleine Mechanik Platz hat zum Schärfe einstellen. Das machen die anderen Hersteller auch, bis hin zu einem Periskop. Mhm. Coole Sachen. Aber Apple ist dazu übergegangen, zwei Sachen zu machen. Das eine ist, die haben alle an derselben Gehäuseecke einen gleich großen Kamerabump, als wenn es in irgendwas reinsteckbar wäre. Mhm. Und zum Zweiten haben auf einmal auch die billigeren iPhones, die Einstiegsmodelle sozusagen, auch die haben eine Ultra-Wide-Kamera. Das Interessante ist, diese Ultra-Wide-Linsen, wenn man die im Headset drin hat, dann kann man mit seinen Händen gestikulieren und die werden immer noch gesehen bis Bauchnabelhöhe. Kurzer Hinweis, das bedeutet, was Thomas gerade sagte, heißt, ich habe das Handy so gesehen an dieser Position vor meiner Nase und das Weitwinkelobjektiv kann auch meine Hände hier unten noch mit aufnehmen, erfassen. Es ist noch im Erfassungsbereich drin. Und das kann man eben einerseits, das ist jetzt absolute Spekulation, das geben wir zu, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, wie man so schön sagt. Naja, also was nicht Spekulation ist, dass offiziell alle Apps seit Version iOS 15 Handgestenerkennung benutzen dürfen. Alle Also das Apps. Betriebssystem hat das jetzt schon eingebaut. Alle, die das neue Betriebssystem auf dem iPhone drauf haben, können, wenn sie die richtigen Apps jetzt installiert haben, jetzt schon Gestensteuerung nutzen. Grundsätzlich ist im Betriebssystem eingebaut, dass automatisch zwei Hände getrackt werden können und jede Geste, jede Fingerrotation der App zur Verfügung steht. Natürlich auch den eigenen Apps. Rosenmontag ging noch ein Video an den Start zum Themenbereich Einstieg in die Welt der Animojis. Da wird erklärt, was Animojis sind. Heute reden wir doch auch noch darüber, was haben Animojis mit dem ganzen Themenbereich Virtual Reality zu tun. Auch da gibt es ja noch einige Informationen. Thomas. Ja, als das iPhone X vorgestellt wurde mit der Face-ID-Kamera, nicht FaceTime, sondern die Face-ID-Kamera, die also mit tiefen Informationen arbeitet. Und diese Face-ID-Technik erlaubt es auch seitdem, die Animojis-Videos zu machen. Und eine wichtige Technologie dahinter, das ist die sogenannten Subdivision Surfaces. Ich habe da mal ein Bild vorbereitet. Ihr kennt ja vielleicht den Modus, dass man sich sein Gesicht
einstellen kann, aber man kann auch sagen, ich möchte ein Tier sein oder einen Roboterkopf haben. Und dieser Roboterkopf in schön gleichmäßig, schön smooth mit glatten Oberflächen, der sieht sehr, sehr schön aus, aber unter der Haube sieht der relativ eckig aus. Wenn man mal in die Dateien hineinschaut, dann sieht man, dass dieses schöne, runde, geschwungene Modell mit ganz wenig sogenannten Kontrollpunkten auskommt. Und das nennt man die Subdivisions Patches. Und das ist eine Technologie, die eben auf dem iPhone X schon verfügbar war. Und das ist eine Kerntechnologie, die demnächst kommt. Und das ist der Gerüchteanteil, weil es geht ja schon seit langem, aber AR Quick Look benutzt es derzeit noch nicht, weil AR Quick Look auch auf den alten Handys funktioniert, die das noch nicht können. Dann jetzt nochmal vielleicht zur Erklärung, Thomas, was ist AR Quick Look in 30 Sekunden? Können wir das vielleicht dem einen oder anderen auch noch an die Hand geben? Jetzt haben wir einen neuen Begriff reingebracht und der eine oder andere wird sagen, was ist das? AR Quick Look ist das Programm, was Apple eingebaut hat ins Betriebssystem vom iPhone und iPad. Und damit kann man sich zwei verschiedene Dateiformate anschauen, das USDZ-Dateiformat und das Reality-Dateiformat. Das eine ist Open Source und das andere ist versteckt. Und der Unterschied ist, oder das Besondere daran ist, dass man damit interaktive AR-Experience machen kann. Das ist AR Quick Look. In a nutshell. Danke, Thomas. Verfügbar ist das Ganze seit dem Herbst 2021 und ist jetzt schon so gesehen auf vielen Millionen Handys drauf. Das war meine Zusammenfassung unserer Bewertung der aktuellen Gerüchte rund um das Themenbereich Reality OS. Hier an Seiten gibt es noch ein paar weitere Videos. Das eine ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge, ein Videopodcast, 90 Minuten mit weiteren Fachinformationen vom Thomas, Kai Heddergott und mir rund um das Themenbereich Apple und Augmented Reality. Over and out.